biobasierte Wertstoffe sind aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt, wo wir schon drauf kommen können, dass die nachwachsenden Rohstoffe immer unendlich verfügbar sind in der Natur und wir daraus ja dann unsere Wertstoffe entwickeln können. Anders als die fossilen Rohstoffe, wo wir typischerweise aus Erdöl Kunststoffe herstellen. Die Erdölförderung läuft größtenteils deswegen ab, weil wir Treibstoffe brauchen und Heizstoffe. Ja, und diese Wertstoffe sind dann nur ein Abfallprodukt davon. Wenn wir jetzt aber die Heizstoffe und die Treibstoffe nicht mehr erdölbasiert haben, beispielsweise durch die Elektromobilität, fallen diese Reststoffe auch nicht mehr an und die werden dann ungleich teurer. Wir haben jetzt diesen Reststoff genommen, den sehen Sie jetzt hier auch, der sieht so aus, pulverisiert, getrocknet, sieht er so aus. Und wir haben den jetzt durch ein Verfahren, wasserbasiertes Verfahren, in so Platten umwandeln können. Diese Platten sind jetzt noch ein bisschen roh und so weiter. Wir können diese Platten aber bearbeiten, ähnlich wie auch Holz. Holz ist auch ein biobasierter Wertstoff und können daraus dann auch glatte Platten machen, also beispielsweise Schleifen. Und da sehen Sie schon, das sieht schon sehr ähnlich aus wie so eine kleine Sperrholzplatte oder sowas. Und die Verarbeitung von diesem Wertstoff, diesem biobasierten Wertstoff, die ist genauso wie bei Holz. Sie können Löcher bohren, Sie können da Schrauben reindrehen. Das funktioniert alles genauso wie auch bei Holzwerkstoff. Zuckerhaltige Stoffe wie Melasse und die werden in die biotechnologischen Prozess eingeführt. Dort ist dann ein Organismus, das ist in dem Fall der schwarze Schimmelpilz und der wandelt diesen Zucker um in Zitronensäure. Jetzt ist es so, dass die Biomasse gleichzeitig auch entsteht, das heißt der Organismus wächst. Das ist die Biomasse, die entsteht. Und diese Biomasse fällt also bei jeglichen Produktionsschritt der Zitronensäure an. Und große Dringlichkeit jetzt ist ja auch, dass wir durch Gesetzgebung und durch Rahmenlinien immer mehr die fossilen Rohstoffe ersetzen müssen durch andere Alternativen. Kunststoffe sind so günstig, weil sie nicht betrachten, dass am Ende wieder Kohlenstoffdioxid freigesetzt wird und sie deswegen über lange Sicht auch zur Klimaerwärmung beitragen. Und das ist ja mit diesen Stoffen nicht der Fall, weil sie sich immer im Kreislauf befinden, in einem natürlichen Kohlenstoffkreislauf. Das heißt, sie fügen keine Kohlenstoffatome hinzu oder nehmen auch keine weg von unserer Biosphäre. Und das ist ein wichtiger Punkt. Das heißt, ein Schritt ist nicht nur die Entwicklung von den Stakeholdern Industrie, sondern ist auch die Gesetzgebung, dass Kunststoffe teurer werden, weil der wahre Preis dann wirklich zutage tritt.